Ella saß in ihrem kleinen Wohnzimmer, umgeben von Umzugskartons. Die Wände, die sie einst in warmen Farbtönen gestrichen hatte, waren inzwischen leer. Nur ein einzelnes Regal war noch nicht abgebaut, voller Bücher, die sie immer aufheben wollte, weil sie zu viel Bedeutung hatten, um sie einfach in Kisten zu stecken. Sie griff nach dem obersten Buch. Es war abgegriffen, die Ecken des Einbands abgestoßen, und als sie es aufschlug, fiel ein vergilbtes Foto heraus. Es war ein Bild aus einer Zeit, die so weit entfernt schien, als gehörte sie jemand anderem. Ella und Jana. Sie saßen lachend auf einer Parkbank, Kopf an Kopf, die Arme umeinander geschlungen, mit dieser unbedingten Unbeschwertheit, die nur Jugendfreundschaften haben können. Ella hielt das Foto einen Moment lang in der Hand, bevor sie es zurück zwischen die Buchseiten legte. Wie lange war das her? 10 Jahre? Nein, fast 15. Es war eine Freundschaft, die immer für die Ewigkeit gedacht war. Ella und Jana hatten sich im Sommer vor ihrer Einschulung kennengelernt. Jana war mit ihrer Familie neu in die Nachbarschaft gezogen und Ella war die erste, die sie angesprochen hatte, als sie Jana alleine am Rand des Spielplatzes sah. »Willst du mit uns im Sand spielen?« hatte sie gefragt, ohne zu ahnen, dass dieser Moment ihr Leben verändern würde. Von da an waren sie unzertrennlich. Sie wurden zusammen eingeschult, saßen immer nebeneinander und teilten jede freie Minute. Während sich andere Freundschaften um Hobbys oder Cliquen bildeten, schien es bei ihnen immer etwas Tieferes zu sein, als wären sie einfach füreinander bestimmt. Doch nicht nur Gemeinsamkeiten verbanden sie. Ella war ruhig und nachdenklich, liebte Bücher und beobachtete die Welt lieber, als sich mitten hineinzustürzen. Jana dagegen war impulsiv, lebendig, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Jana trieb Ella dazu an, Dinge zu tun, die sie sich alleine nie getraut hätte. Und Ella war das Gleichgewicht, das Jana manchmal wieder auf den Boden zurückholte. So war es, bis es nicht mehr so war. Die Veränderung kam schleichend. Es begann, als sie beide 14 wurden. Jana entwickelte neue Interessen, hing mit anderen Freunden herum, die lauter und aufregender waren als Ella. Da war plötzlich nicht mehr genug Zeit für lange Gespräche in Ellas Zimmer. Janas Eltern trennten sich und anstatt wie früher mit Ella darüber zu reden, zog Jana sich zurück. Ella wollte helfen, aber wusste irgendwann nicht mehr wie. »Komm schon, Ella«, hatte sie gesagt, mit den typischen leuchtenden Augen. »Das wird legendär, wir gehören dahin.« Ella fühlte sich unsicher, doch sie ließ sich wie immer mitziehen. Auf der Party verlor Jana sich in der Menge, tanzte und trank mit den anderen, während Ella in einer Ecke stand und sich fehl am Platz fühlte. Irgendwann hörte sie jemanden über sie lachen, über ihre Kleidung, ihre unsichere Haltung. Jana hätte sie sonst immer verteidigt. Diesmal tat sie es nicht. Stattdessen lachte sie mit den anderen, vielleicht aus Verlegenheit, vielleicht um dazuzugehören. Doch für Ella war es ein Messerstich ins Herz. An diesem Abend ging Ella alleine nach Hause. Und auch wenn sie es sich nicht eingestand, wusste sie, dass etwas zwischen ihnen zerbrochen war. In den Wochen danach sprachen sie kaum miteinander. Ella zog sich zurück und Jana schien damit zufrieden zu sein. Bald darauf zog Janas Mutter in eine andere Stadt und Jana folgte ihr. Jahre später kam Jana einmal zurück in die Stadt und sie trafen sich zufällig im Supermarkt. Es war ein seltsames, freundlich maskiertes Gespräch, voll von Floskeln und leeren Worten. »Wie geht's dir? Was machst du so?« Als wären sie nie die beiden Mädchen gewesen, die wie eine Einheit funktionierten. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, blieb Ella minutenlang auf dem Parkplatz stehen und fragte sich, wie etwas, das so stark gewesen war, so spurlos verschwinden konnte. Jetzt, 15 Jahre später, hielt Ella das Foto und spürte den alten Schmerz wieder. Sie dachte über den Umzug nach, darüber, dass sie all diese Erinnerungen in Kisten verstauen würde, um endgültig einen Schlussstrich unter ein ganzes Kapitel ihres Lebens zu ziehen. Ein Impuls überkam sie. Sie legte das Foto beiseite, griff nach ihrem Handy und suchte Janas Nummer. Sie war noch immer eingespeichert, obwohl sie seit Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen hatte. Ella zögerte, doch sie fühlte den Drang, etwas zu sagen. Irgendetwas. Bevor sie sich dagegen entscheiden konnte, schrieb sie:
Hi Jana, ich habe gerade ein altes Bild von uns gefunden. Wie geht's dir? Sie wusste, dass es vielleicht albern war. Möglicherweise war diese Nummer längst nicht mehr in Gebrauch. Doch kurz darauf vibrierte ihr Handy. Ella, das ist so verrückt. Ich habe vor ein paar Tagen auch an dich gedacht. Mir geht's gut. Wie geht es dir? Ella fühlte, wie ihr Herz schneller schlug. Ein Teil von ihr erwartete immer noch, die gleiche Jana wie damals am anderen Ende zu finden. Impulsiv, sprunghaft. Doch die Nachrichten, die hin und her gingen, waren freundlich, fast zögerlich. Sie klangen wie zwei Menschen, die sich neu beschnupperten. Dann kam die überraschende Einladung. Lass uns treffen, hatte Jana am Ende geschrieben. Ich komme am Wochenende. Ich wollte sowieso nach langer Zeit mal wieder nach Hause. Es wäre schön, dich zu sehen. Ella war unsicher, aber ein Teil von ihr sehnte sich danach. Und so fanden sie sich 2 Tage später in einem kleinen Café wieder, das früher einmal ihr Lieblingsort gewesen war. Jana sah älter aus. Ihre Haare, früher immer wild und strähnig, waren jetzt ordentlich geschnitten. Sie trug schlichte Kleidung, nichts Verrücktes wie in ihrer Jugend. Doch etwas von ihrer Energie, von ihrem Lachen, erinnerte Ella an früher. Das Gespräch begann vorsichtig, tastend. Sie sprachen über ihre Jobs, ihre Familien, all die Dinge, die sie voneinander verpasst hatten. Doch irgendwann brach Jana das Eis. Ich habe oft an dich gedacht, weißt du? Sagte sie plötzlich und rührte in ihrem Kaffee. Gerade in den letzten Jahren, aber ich hatte das Gefühl, dass ich diejenige war, die alles kaputt gemacht hat. Ich dachte, du würdest mich sowieso nicht mehr sehen wollen. Ella war überrascht. Ich dachte dasselbe über dich, dass ich zu langweilig war, zu unsicher, dass du etwas Besseres gesucht hast. Jana lachte bitter. Besseres? Ich habe mich in den ersten Jahren nach unserem Bruch komplett in alle Leute gestürzt, die ich für spannend hielt. Aber ehrlich gesagt habe ich selten jemanden gefunden, der mich wirklich verstanden hat. Die Worte hingen schwer im Raum. Ella spürte zugleich Erleichterung und Schuld. All die Missverständnisse zwischen ihnen, hätte sie damals nur den Mut gehabt, mit Jana zu reden, wäre das alles vielleicht nie passiert. Der Nachmittag ging schneller vorbei, als Ella es wollte. Sie sprachen nicht nur über ihre Vergangenheit, sondern auch über ihre Gegenwart. Jana erzählte, dass sie eine Familie gegründet hatte und seit kurzem wieder geschieden war. Ella teilte ihre eigenen Sorgen über ihre Unentschlossenheit, ob der Umzug wirklich der richtige Schritt war. Als sie vor dem Café standen, schauten sie sich unschlüssig und zögerlich an, bevor sie sich schließlich, ohne eine Umarmung, verabschiedeten. Weißt du, sagte Jana schließlich, es tut mir leid, dass ich damals so eine Idiotin war. Ich dachte, ich müsste beweisen, dass ich stark und unabhängig bin, dabei hätte ich einfach dich gebraucht. Ich hab's nur nicht kapiert. Ella sah sie an. Ich hätte mich auch mehr um dich bemühen sollen. Aber wir waren jung und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es war nicht perfekt. Es gab keine magische Umarmung, keinen Moment, in dem plötzlich alles wieder so war wie früher. Doch das war okay. In den Wochen nach dem Treffen blieben sie in Kontakt. Anfangs war es sporadisch, eine Nachricht hier, ein Bild dort, aber schließlich wurde es regelmäßiger. Sie schickten sich Fotos, tauschten Erinnerungen aus und unterstützten sich bei den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens. Was verloren schien, fand wieder zueinander. Nicht mehr in der Form von früher, aber dennoch etwas, das warm, vertraut und echt war. Denn Freundschaft war nicht die Abwesenheit von Fehlern. Freundschaft war die Bereitschaft, Menschen wieder in unser Leben zu lassen, mit allen ihren Brüchen und Narben. Und Ella stellte fest, dass dieses Foto, das sie fast in einer staubigen Kiste vergessen hätte, ihr mehr zurückgebracht hatte, als sie je zu hoffen gewagt hätte.